Hallo, hier ist wieder Emanuel vom 40k Wohnzimmer, mitten des Wohnzimmers, Gedankenkotze. Oder gar keine Wilde oder sonstiges, sondern ich schaue einfach mal auf meinen Prozess zurück, gar nicht jetzt hier in Bildern. Gedankenkotze ist ja immer so ein schnell einfach fluck dahin gepackt. Wenn ich mich mal im Laufe meiner letzten Maljahre anschaue und mir meinen Prozess anschaue beim Malen und auch wie ich male, welche Techniken ich male, was ich male, ähm, muss ich sagen, habe ich einen für mich schönen Weg und zufriedenen Weg hingelegt. Ich habe früher gedacht, oh Gott, bis auf Minis auf Farben bringen, dass sie spieltüchtig werden, mehr wird das eh nie. Hatte ja damals auch keinen Spaß daran. Mittlerweile habe ich ja echt viel Spaß am Malen. Der Spaß kam aber tatsächlich dadurch, dass ich es immer wieder gemacht habe, weil ich sage: ich muss jetzt meine Minis fertig kriegen zum Spielen.“ Und dann merkte ich irgendwann, als ich mir mehr Zeit für meine Miniaturen genommen habe, die sehen besser aus. Dann habe ich angefangen so: „Hey, was könnte ich denn so als nächstes mal anders machen, damit es irgendwie besser aussieht oder mir besser gefällt?“ Sagen wir es mal so. Ob es besser aussieht, das muss ja immer jeder für sich jeder, der das anschaut, dann definieren. Na ja, und so habe ich mich auf den Weg gemacht und meine Reise des Malens hat begonnen. Und ich nenne das bewusst Reise, weil ich glaube, man ist nie wirklich am Ziel, weil man kann immer sich verbessern, neue Techniken aneignen, mehr Routinen aufbauen, dass es schneller geht, Blendings verfeinern und was weiß ich nicht alles. Es gibt ja unzählige Techniken und Dinge, die man ausprobieren kann. Ich glaube, wichtig ist aber, dass man offen durch die Welt geht und sagt: „Hey, komm, ich probiere mal was Neues aus.“ Weil genau das hat mich dahin gebracht, nämlich auf diese Reise, wo ich merke, meine Minis gefallen mir immer besser und ich schaffe Ergebnisse zu präsentieren oder für mich fertig zu kriegen, wo ich niemals dachte: „Hey, das kriegst du jemals hin.“ Dementsprechend lasst euch nicht ermutigen, wenn ihr malt und noch nicht das hinkriegt, was ihr manchmal im Internet seht. Es gibt Maler, Alter, wenn ich das sehe, denke ich mir: „Oh“, ne? Davon lasse ich mich aber nicht mehr aus der Bahn werfen, sondern ich schaue auf mich, auf meinen Prozess, auf meine Miniaturen, auf meine Fortschritte, die ich gemacht habe. Ich vergleiche mich mit mir selber. Ich halte das am sinnvollsten, um den Spaß am Hobby zu behalten. Und jetzt noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Miniaturen im Internet sind ganz oft mit Licht, Schatten, damit die Miniatur ein bisschen besser rüberkommt. Das muss man teilweise, also Licht und Schatten muss man definitiv einstellen, genauso wie Farbabgleich. Weil sonst sieht die Miniatur auf dem Foto anders aus als auf dem Bild. Das will man ja auch nicht. Und dann gibt es aber genug Leute, die machen da noch irgendwelche Effekte rein, dass die Leuchteffekte viel knalliger rüberkommen, schieben den Kontrast hoch und solche Sachen. Ja, lasst euch davon nicht abschrecken. Die malen auch nur mit Farbe und Pinsel und Airbrush und Schwämmen und was es nicht alles gibt. Schaut einfach auf euch. Was habt ihr zurückgelegt? Was habt ihr geschafft? Und wie wollt ihr weitermachen? Wofür malt ihr? Das ist auch noch total wichtig. Wollt ihr sagen: „Hey, ich mal 10.000 Punkte fertig für die Spielplatte, damit ich eine große Auswahl habe?“ Oder sagt ihr: „Ich mal ein Jahr lang ein Modell, was ich in die Vitrine stelle?“ Das sind so extreme Unterschiede. Ja, mir ist wichtig für mich, ich will den Spaß an der Sache behalten. Das habe ich auch. Und das rate ich und wünsche ich euch auch. Schaut, dass ihr Spaß an der Sache habt und dass ihr euch mit euch vergleicht und nicht mit anderen. Man kann sich Ideen bei anderen holen, keine Frage. Man darf sich aber nicht von anderen einschüchtern lassen. So: „Hey, warum kriege ich das nicht hin?“ Und das, was wirklich hilft, besser zu werden beim Malen, jetzt kommt's, ganz schockierend, ist Malen. Malt. Habt ihr Langeweile, setzt euch drin hin, malt. Sitzt am Handy, switcht durch den Fernseher und seid eigentlich nicht produktiv, malt.
Auch wenn das total dumm ist, irgendwie für mich als Content Creator euch zu erklären, malt lieber, anstatt hier durchzuscrollen. Der Mensch ist so gepolt, wir lernen immer weiter. Das Doofe ist, dass wir in der Schule beigebracht bekommen, dass Lernen keinen Spaß macht, weil wir da Dinge lernen müssen, ganz oft, worauf wir überhaupt keine Lust haben. Wenn ihr aber Dinge gefunden habt, wie Miniaturen malen, und ihr habt da Bock drauf, euch macht es Spaß, dann lernt ihr automatisch. Jedes Mal, wenn ihr einen Pinsel in die Hand nehmt, lernt ihr besser zu werden damit. Es gibt Leute, die sind da schneller, es gibt Leute, die brauchen da ein bisschen länger für. Das ist total normal. Aber bleibt entspannt, mit Spaß dabei. Setzt euch regelmäßig dran. Mein Gitarrenlehrer sagte damals immer, lieber 10 Minuten am Tag als einmal am Wochenende 70 Minuten. Miniaturen malen ist so ein Ding. Je nachdem, wenn du eine fertige Malstation hast, kannst du ja mal für 10 Minuten hinsetzen und ein bisschen malen. Wenn du das erst aufbauen musst, nicht. Aber guck lieber, dass du 2, 3 Mal in der Woche malst und dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde. Da hast du mehr vom psychologischen Lernprozess. Ne? Also unser Körper lernt durch Wiederholungen. Klar, wenn du Zeit hast und Bock hast, setz dich von mir aus auch den ganzen Tag, Samstag, Sonntag, 8 Stunden hin oder mehr und mal, solange es dir Spaß macht. So, und jetzt ist das Video schon wieder so lang geworden und das an dieser Sache Ende. Würde mich freuen, wenn ihr das kommentieren würdet, liken würdet. Auf YouTube schafft es das nicht, weil 6 Minuten kriege ich da nicht in die Shorts geballert. So, selbst Instagram wird sich beschweren. Aber gut, in diesem Sinne, bis bald, euer Manu vom 40k Wohnzimmer.